Hallo und herzlich willkommen zu den Installationsvideos für die APIS IQ-Software Version 7. Die IQ-Software ist in verschiedenen Lizenzmodellen verfügbar. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Installation einer Netzwerklizenz mit NLX-Clients. Die Installation besteht aus 2 Schritten. Im ersten Schritt wird die Netzwerkkomponente installiert. Dieser Schritt muss nur einmal durchgeführt werden. Im zweiten Schritt werden die lokalen Clients an den einzelnen Arbeitsplätzen aufgesetzt. Wir beginnen mit Schritt 1, der Installation der Netzwerkkomponente. In diesem Beispiel verwenden wir den Fileserver Server 1 mit dem Verzeichnis Software als Laufwerk X. Hier ist zunächst ein Ordner für das Programmverzeichnis der IQ-Software anzulegen. Als Namen für diesen Ordner verwenden wir den Namen der entsprechenden Ausbaustufe der IQ-Software, IQ-RM Pro. Ihre Installationspakete erhalten Sie in der Regel durch das Versenden eines Download-Links durch unseren Customer Service. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Netzwerklizenz mit NLX 2 Pakete erhalten. Ein Paket für die Installation der Netzwerkkomponente und ein Paket für die lokalen NLX-Clients. Laden Sie zunächst die ZIP-Datei für die Netzwerkkomponente auf Ihren Rechner und extrahieren Sie diese. In dem Ordner mit dem Namen Setup finden Sie eine Datei mit dem Namen setup.exe. Führen Sie diese mit einem Rechtsklick als Administrator aus und bestätigen Sie den folgenden Dialog mit Weiter. Der Install Shield Wizard fragt Sie nun nach dem Speicherort der Netzwerkkomponente Ihrer IQ-Software. Hier wählen Sie bitte den zuvor angelegten Ordner auf dem entsprechenden Netzlaufwerk aus und bestätigen Sie mit Installieren. Kommen wir nun zum zweiten Schritt der Installation, dem Aufsetzen der lokalen NLX-Clients. Zunächst laden Sie bitte das benötigte Installationspaket für die lokale Komponente Ihrer Netzwerklizenz herunter und extrahieren Sie die entsprechende ZIP-Datei. Um die Installation des NLX-Clients zu starten, greifen Sie vom Arbeitsplatz des Benutzers auf den Ordner Setup zu und führen die Datei setup.exe aus. Den nachfolgenden Dialog bestätigen Sie bitte mit Weiter. Bei der Wahl des lokalen Programmverzeichnisses für Ihren Client empfehlen wir Ihnen, den vorgeschlagenen Pfad zu nutzen. Nach Abschluss der Installation finden Sie die IQ-Software nun bei Ihren installierten Windows-Programmen gelistet. Sie können diese nun starten. Beim ersten Start der IQ-Software werden Sie nach dem Verwaltungsverzeichnis gefragt. Hier werden beispielsweise Ihre individuellen Arbeitsplatzeinstellungen gespeichert, weshalb es wichtig ist, dass Sie Schreibrechte auf dieses Verzeichnis besitzen. Außerdem finden Sie in diesem Verzeichnis eine Beispieldatei mit dem Namen example.fme. Wir empfehlen auch hier, den vorgeschlagenen Pfad zu benutzen. Soweit Sie bereits eine ältere Version der IQ-Software installiert haben, werden Sie nun gefragt, ob Sie Ihre bisherigen Einstellungen übernehmen wollen. Übernehmen Sie diese ganz nach Bedarf. Als nächstes werden Sie nach dem Programmverzeichnis der Netzwerkkomponente gefragt. Wählen Sie hier bitte das Laufwerk bzw. den entsprechenden Pfad zu Ihrer Installation. Das Aufsetzen des lokalen NLX-Clients ist nun abgeschlossen. Beim Start der IQ kann der Benutzer wählen, ob er diese über die Netzwerkverbindung nutzen möchte oder eine der verfügbaren Lizenzen aus dem Lizenzpool ausbucht. Entscheidet er sich für die zweite Option, muss der Zeitpunkt gewählt werden, bis zu dem die Lizenz benötigt wird. In diesem Zeitraum kann die IQ-Software nun ohne Verbindung zum Netzwerk genutzt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird die Lizenz automatisch zurückgebucht und steht dann im Lizenzpool wieder zur Verfügung. Das war es auch schon.
Wir wünschen ein erfolgreiches Arbeiten mit der neuen IQ-Version 7.